In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Fahrertür. Die Beifahrertür lässt sich jedoch genau gleich folieren. Beim Anlegen der Folie musst du dich an den rot markierten Stellen orientieren. Die Folie sollte dort jeweils an das schwarze Kunststoff angeschoben werden, also so, dass sie anschließend bündig daran anliegt. Danach musst du die Folie entlang der Zierleiste anlegen. Hierbei sollte die Folie von alleine ungefähr richtig hinfallen. Wenn du unten links angekommen bist, kannst du eine kurze Kontrolle machen, indem du die Folie rechts kurz umklappst und überprüfst, ob auch die komplette Zierleiste überdeckt wird. Wenn alles passt, musst du die Folie weiter entlang der Zierleiste anlegen. Nehme hierfür die Folie etwas weiter vorne mit der rechten Hand und streiche die Folie anschließend mit der linken Hand von links nach rechts an.
Als nächstes kannst du überprüfen, ob alles passt, indem du die Folie oben an einer Stelle umklappst und leicht anstreichst. Hier sollte wieder die komplette Zierleiste überdeckt werden. Wenn es nicht passt, musst du die Folie für das entsprechende Stück wieder abziehen und neu anlegen. Dabei kannst du den Fall der Folie steuern, indem du die Folie mit der rechten Hand weiter nach oben bzw. nach unten hältst. Die restliche Folie musst du jeweils oben bündig zum schwarzen Kunststoff anlegen. Die dabei entstehenden Falten in der Mitte solltest du vorerst ignorieren. Wenn du die Folie bis ganz nach rechts angelegt hast, kannst du sie überall anstreichen. Hierbei ist es wichtig, dass du Blasen oder Falten immer von innen nach außen herausarbeitest, so dass die überschüssige Luft darunter besser entweichen kann. Außerdem solltest du die Folie hier zusätzlich mit dem Föhn erhitzen, denn dadurch lässt sie sich leichter verarbeiten und haftet besser an Rundungen und Kanten. Wenn sich eine Falte nicht richtig anstreichen lässt, musst du sie wie im Video gezeigt nochmal leicht lösen und wieder so anlegen, dass die Luft nach außen entweichen kann. Blasen hingegen kannst du einfach mit dem Föhn erhitzen und anschließend mit dem Finger herausstreichen. Bevor du die Folie an den Rundungen anstreichst, kannst du sie an den bereits vollständig angestrichenen Stellen mit dem Rakel in die Spalten schieben. Dabei solltest du die Folie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Außerdem solltest du dabei aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutschst, denn dadurch könntest du die Folie beschädigen. An den Rundungen kannst du die Folie ebenfalls anstreichen. Dabei solltest du die Folie jeweils stark mit dem Föhn erhitzen. Als letztes musst du nur noch mit dem Rakel die restlichen Folienstücke in die Spalten schieben. Auch hier solltest du die Folie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert. Jetzt geht es weiter mit der Zierleiste an den hinteren Türen. Hier musst du dich beim Anlegen wieder an der rot markierten Stelle orientieren. Die Folie muss dort jeweils rechts und oben an das schwarze Kunststoff angeschoben werden. Danach kannst du die Folie auch gleich entlang der Zierleiste anlegen.
Orientiere dich dabei oben am schwarzen Kunststoff. Wenn die Folie überall anliegt, kannst du sie von innen nach außen anstreichen. Wenn hierbei Blasen entstehen, musst du diese mit dem Föhn erhitzen und anschließend mit dem Finger herausstreichen. Im nächsten Schritt musst du die Folie mit dem Rakel in die Spalten schieben. Dabei solltest du die Folie wieder zusätzlich mit dem Föhn erhitzen, so dass sie ihre maximale Klebekraft entfalten kann. Jetzt musst du die Folie oben umklappen und anstreichen. Hierzu solltest du die Folie stark mit dem Föhn erhitzen. Jetzt musst du die Folie oben umklappen und anstreichen. Hierzu solltest du die Folie stark mit dem Föhn erhitzen. Jetzt musst du die Folie oben umklappen und anstreichen. Hierzu solltest du die Folie stark mit dem Föhn erhitzen. Als letztes musst du die erhitzte Folie in die restlichen Spalten schieben. Weiter geht es mit dem unteren Teil der Mittelkonsole. Hier musst du dich beim Anlegen an der markierten Stelle orientieren. Die Folie muss bündig an den silbernen Rahmen angelegt werden. Jetzt musst du die Folie vollends überall anlegen. Orientiere dich dabei am silbernen Rahmen. Die Folie muss dort jeweils bündig anliegen. Danach kannst du die Folie überall anstreichen. Arbeite hier immer von innen nach außen. Anschließend musst du wieder mit dem Rakel die Folie überall in die Spalten schieben. Auch hier kannst du die Folie vorher erhitzen, denn dadurch hält sie besser und lässt sich leichter verarbeiten. Als nächstes folieren wir die Klappe oberhalb der Mittelkonsole. Hier muss beim Anlegen die vorgesehene Aussparung genau passend auf die markierte Stelle treffen.
Nach dem Anlegen musst du die Folie vorsichtig von innen nach außen anstreichen. Jetzt musst du noch die Klappe öffnen und die Folie umklappen und anstreichen. Wenn die Folie hier nicht richtig hält, musst du sie mit dem Föhn erhitzen. Damit wäre auch die letzte Zierleiste fertig foliert. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert, musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit einem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.